Erstmal Servus meine Freunde. Wir machen heute einen Kuchen, der so viel Freude bereitet, weil er so genial und super schmeckt. Und natürlich starten wir wieder mit der Vorbereitung. Und da nehmen wir Backpapier und statten damit die Backform aus. Als erstes kümmern wir uns um den Boden und dafür schlagen wir erstmal die Butter cremig auf. Dann geben wir noch Erythrit oder Zucker und Vanillezucker hinzu und rühren noch weiter kräftig durch. Das Mehl vermischen wir mit dem Backpulver schon vorher und geben es dann mit in die Schüssel. Aber zuvor geben wir noch ein Ei in die Schüssel und schlagen das kurz richtig kräftig auf. Ja, und wenn der Boden nicht so richtig will, einfach ein paar Spritzer Milch hinzugeben und dann klappt das. Aus dem Teig formen wir dann eine Kugel und packen die in Folie ein, geben die in den Kühlschrank und lassen sie dort für mindestens 40 Minuten bzw. 30 Minuten lang ruhen. Aber die Zeit können wir schon mal nutzen, indem wir den Mohn vorbereiten. Und für den Mohn mischen wir den Zucker mit dem Zimt. Ja, und den Mohn, den kochen wir erstmal in Milch und die Milch geben wir in den Topf hinein. Auch können wir die Stärke vorbereiten, indem wir sie mit einem Teil der Milch anrühren. Als Geschmacksverstärker geben wir dann noch ein bisschen Salz hinzu. Aber es fehlt noch die Hauptzutat, der Mohn bzw. Blaumohn. Und den mahlen wir nun. Aber natürlich kann man schon gemahlenen Mohn nehmen. Gut, gehen wir wieder an den Herd. Da geben wir den Zucker in den Topf und den gemahlenen Mohn und lassen das Ganze aufkochen. Natürlich passen wir auf, dass das Ganze nicht ansetzt. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Und wenn es dann endlich aufkocht, geben wir die Stärke hinzu und rühren das Ganze nochmal für 1-2 Minuten durch. Danach lassen wir es einfach stehen und ruhen. Und während der Mohn jetzt abkühlt, haben wir noch richtig viel zu tun, wie zum Beispiel den Teig vorbereiten für die Springform. Aber wir nehmen nicht den ganzen Teig, wir lassen etwas Teig übrig. Und den Teig, den rollen wir jetzt aus, sodass gerade der Boden von der Springform belegt ist. Meine Freunde, es ist wichtig, dass der Boden hier jetzt nicht aufweicht. Und aus Erfahrung weiß ich, es ist immer gut, hier den Boden dann für 5 bis 7 Minuten vorzubacken. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. In der Zeit können wir ja schon mal den Zucker mit dem Vanillezucker mischen. Und schon kommt der Boden wieder heraus und den stellen wir dann erstmal beiseite. Weil wir kümmern uns jetzt um die Quarkmischung. Und für diese trennen wir erstmal die 3 Eier. Das Eiweiß geben wir in einen separaten Pürierbecher.
Limettensaft gehört auch dazu. Dafür müssen wir die 1,5 Limetten erstmal auspressen. So, der Teig hat sich genügend abgekühlt und jetzt flicken wir mit dem restlichen Teig die Öffnungen, die beim Vorbacken entstanden sind. Und weiter geht's dann gleich wieder mit dem Quark. Und dafür geben wir die 3 Eigelbe in eine Schüssel und schlagen sie schaumig auf. Kurze Zeit später geben wir dann den Zucker hinzu und den Limettensaft. Und immer schön kräftig durchmixen. Und nun kommt dann endlich der Hauptdarsteller rein, der Magerquark. Und gleich danach geben wir Stärke und Milch hinzu. Ja, ihr habt richtig gehört, Milch, die kommt auch hinzu. Und natürlich wird das Ganze dann so richtig flüssig. In der Situation könnte man dann glatt meinen, es wird nichts. Das ist ja richtig flüssig, das Ganze. Aber das wird nachher so richtig fest im Backofen und es ist nachher so richtig fluffig und saftig. Aber es fehlt noch was. Ja, genau. Der Eischnee. Und den machen wir jetzt. Und in den Eischnee, damit der noch ein bisschen cremiger wird, geben wir noch ein bisschen Puderzucker hinzu. Den Eischnee, den geben wir dann in die Schüssel mit dem Quark und rühren ihn vorsichtig unter. Dann wenden wir uns wieder der Springform zu und da geben wir jetzt noch den warmen Mohn hinzu. Und da drauf dann die Quarkmischung. Und ihr seht, das Ganze ist immer noch so richtig flüssig. Selbstverständlich streichen wir den Mohn dann vorher noch glatt. Währenddessen haben wir natürlich den Ofen wieder vorgeheizt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und für 15 Minuten kommt der Kuchen dann in den Ofen. Ganz vorsichtig gebe ich den Kuchen in den Ofen, denn das Ganze, wie gesagt, ist richtig flüssig. Und in den 15 Minuten, wo der Kuchen jetzt im Ofen drin ist, bereiten wir die Streuseln vor. Ja, die 3 Zutaten, die wir für so Streusel immer benötigen: Zucker, Mehl und Butter. Natürlich muss die Butter so richtig weich sein und zuerst verquirlen wir dann die weiche Butter mit dem Zucker. Und während wir das Ganze dann so durchrühren, entstehen dann die Streusel. Die Streusel, die wir jetzt nach den 15 Minuten auf den Kuchen geben. Den Kuchen holen wir kurz aus dem Ofen heraus, da passiert noch nicht viel. Und wir streuen dann die Streusel oben drauf. Das heißt, der Kuchen ist oben fester geworden und somit sinken die Streusel in die Flüssigkeit nicht mehr ein. Wir stellen dann den Ofen auf 170 Grad ein und backen nochmal das Ganze für weitere 45 Minuten. Danach öffnen wir für eine halbe Stunde den Ofen, nur einen Spalt weit. Danach holen wir ihn raus und lassen ihn abkühlen und nach einer gewissen Zeit können wir schon die Springform öffnen und den Rand entfernen. Auch das Backpapier können wir gleich entfernen. Und nach ein paar Stunden, wenn der Kuchen dann schon richtig kalt ist, dann holen wir den Tortenschieber und lupfen den Kuchen auf eine Tortenplatte. Und das natürlich vorsichtig. Und dann kommt der große Moment, in dem wir uns so ein schönes Stück abschneiden vom Kuchen.
und diesen super leckeren Quark-Mondkäsekuchen probieren können. Ein herrlicher Kuchen, fantastisch. Alle sind begeistert, alle strahlen und haben Freude an diesem Kuchen. Ich kann es nur empfehlen. Leute, probiert ihn. Aber wir sind am Ende angekommen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt auch ja gesund.